Man darf davon ausgehen, dass der wahre Sammler den Gegenstand aus seinen Funktionszusammenhängen heraushebt. Ja, hallo. Das war gerade ein Satz aus dem Passagenwerk von Walter Benjamin, den ich letzte Woche vorgelesen hatte, im Kontext von der Mementos-Ausstellung von Jens Hoffmann vom Jewish Museum aus New York. In der Zwischenzeit war ich in Düsseldorf und habe mir die Retrospektive von Marcel Brotas angeguckt. Die hat mir sehr gut gefallen. Die Ausstellung wurde vom MoMA in New York und dem Museum für moderne Kunst in Madrid organisiert, und nachdem sie in den beiden Museen zu sehen war, ist sie nach Düsseldorf gereist. Jetzt möchte ich anknüpfen, jetzt knüpfen wir an den Satz von letzter Woche an. Und zwar schauen wir mal in ein Gespräch zwischen Christoph Scheriks, dem Chief Curator of Drawing and Prints im MoMA, und Glenn Lowry, dem Direktor vom MoMA. For me, it's more like a form of typography. You know, a text is black on white usually, and it comes out of that tradition and that knowledge of what does a text mean on a page. So for me, I associate that much more with this kind of literary background and this desire to project words in space and to detach them from their very own meaning. And that's, I think, another thing that you can feel very clearly in the exhibition, that the objects becomes words of a poem. You know, they are freed by becoming art. Ja, der eine Teil dieser Aussage, um den es vor allem geht, ist folgender. Projects words in space and to detach them from their very own meaning. Und jetzt können wir uns ja nochmal den Satz von letzter Woche anschauen. Den Gegenstand aus seinen Funktionszusammenhängen heraushebt. Also, here's the thing. Also bei Benjamin wird der Gegenstand aus dem Sinnzusammenhang herausgehoben, und bei Brotas wird der Gegenstand, das Wort aus seinen Sinnzusammenhängen herausgehoben, vom Papier losgelöst und in den Raum gestellt. Und das führt uns zu einer wichtigen Frage. Sinnzusammenhang, Meaning, Bedeutung. Ja, was ist denn das eigentlich? Hier bei der Frage würde ich vielleicht erstmal aufhören. Dann kann ich mich da etwas drauf vorbereiten. Und beim nächsten Mal geht es dann um Bedeutung. Ciao.